willkommen zurück zu meinem Channel. Ich habe mir heute ein Thema für euch ausgedacht. Und zwar kriege ich ja immer ganz viele Nachrichten, auch viele Kommentare und dann werde ich häufiger mal auch bezüglich zu dem Thema was gefragt. Gehe da aber nie direkt drauf ein, weil ich glaube, dass es einfach ein bisschen größeres Thema ist. Also kümmere ich mich heute in einem Video darum und werde mal versuchen, all diese Fragen zu beantworten und auch nochmal so 1, 2, 3 andere Sachen mit aufzuzeigen, wo Leute vielleicht gar nicht drüber nachdenken, dass es eben der Fall ist. Nämlich die schönen Seiten dieses ganzen NBA-Lifestyles, die sind, glaube ich, ganz offensichtlich. Und darüber weiß auch jeder Bescheid. Aber es gibt halt eben auch ganz andere Seiten, nämlich die unangenehmen Seiten, die dieses Leben mit sich bringt. Ich würde es jetzt mal so die Schattenseiten nennen, über die Leute ganz oft gar nicht nachdenken. Und ja, dementsprechend dachte ich mir, mache ich mal ein Video zu diesem Thema und werde mal auf so ein paar Sachen einfach eingehen und hoffe euch das ein bisschen so näher bringen zu können, wie es eben aus meiner Sicht ist. Jeder empfindet das vielleicht ein bisschen anders. Es gibt bestimmt oder mit Sicherheit ganz viele Ehefrauen oder Partnerinnen von NBA-Spielern, die das vielleicht etwas anders empfinden als ich. Das hier ist halt eben aus meiner Sicht. Zum einen ist da der riesengroße Faktor des Umziehens. Wir sind ja irgendwie nie wirklich irgendwo zu Hause. Man sitzt auf gepackten Koffern mehr oder weniger die ganze Zeit, weil gerade ja, zur Trade Deadline können sie dich einfach anrufen und sagen, so, du gehst jetzt da und dahin. Das hatten wir jetzt gerade nämlich gehabt. Wir waren in Boston und wir wussten, da gibt es halt so eine Trade Deadline, da gibt es halt so einen Zeitraum, in dem sie sozusagen dich einfach anrufen und dir sagen, du wurdest jetzt getradet oder halt eben nicht. Und dieses Mal ist es uns halt passiert. In 9 Jahren Dennis seiner Karriere ist ihm das noch nie passiert. Das war das erste Mal, dass er einen Anruf bekommen hat am letzten Tag der Trade Deadline und es hieß so, du gehst jetzt nach Houston. Und dann muss man von heute auf morgen quasi seine Koffer packen und gehen. Wir als Familie also haben dann entschlossen, dass Dennis erstmal alleine geht. Er war dann 7 Tage ohne uns schon mal in Houston. Und ja, wir haben uns erstmal noch um gewisse andere Dinge gekümmert, wie Umzugsunternehmen und vielleicht eine Unterkunft und Sachen packen und all diese Dinge. Dennis musste recht schnell reagieren, aber die Kinder und ich ja, brauchten da eben noch ein bisschen mehr Zeit, waren dann eben halt ohne ihn. Also ich bin jetzt 5-mal in Amerika umgezogen in diesen 4 Jahren, die ich eben mit ihm zusammen bin. Plus, dass wir natürlich in Deutschland auch umgezogen sind, denn als ich mit ihm zusammenkam, hatte ich mein eigenes Apartment und er hatte ein Apartment bei seiner Mom gehabt. Und dann bin ich schwanger geworden und wir haben ein Haus gekauft. Da habe ich also quasi erst den Umzug von meinem Apartment in Dennis sein Apartment gemacht bei seiner Mom. Und als ich schwanger geworden bin, habe ich den Umzug gemacht von seiner Moms Apartment in das Haus. Das heißt, ich habe jetzt 8 Umzüge hinter mir in halt eben 4 Jahren. Ich habe das Gefühl, ich habe noch nie alle Kartons richtig ausgepackt. Man kommt auch gar nicht dazu, denn man hat so viel Kram, vor allen Dingen mit 2 Kindern mittlerweile. Manchmal denkt man sich auch so, wie mache ich das jetzt eigentlich? Lohnt sich das Auspacken jetzt noch, lohnt es sich nicht? Ne, ich finde auf jeden Fall, das ist so ein Punkt, das ist mehr so eine unangenehme Seite. Sie bringt auch Angenehmes mit sich. Wie gesagt, diese ganzen Experiences, die man eben halt dann ja auch sammeln kann, dieses neue Leute, neue Teams, neue Orte. Es ist was Aufregendes auch unter anderem, aber ich bin jemand, ich bin lieber irgendwo zu Hause und habe halt so meinen Ort, meinen Platz. Das würde ich bevorzugen. Wie gesagt, sieht jeder anders. Andere finden das vielleicht total toll und finden 8 Umzüge vielleicht gar nicht so schlimm, sondern was ganz Aufregendes. Für mich war es halt viel, weil ich in den Zeiten ja entweder schwanger war oder ein kleines Baby hatte oder schwanger war und ein kleines Baby hatte. Dadurch, dass ich jetzt ja eben auch 2 Kinder bekommen habe und es war immer sehr, sehr viel, muss ich sagen. Und Dennis ist bei dem Organisatorischen ist er nicht so flexibel wie jetzt ich zum Beispiel. Ich bin Hausfrau und Mutter und kann mich dann vielleicht nochmal mit Dingen auseinandersetzen, mal was einrichten, mal ein Möbelstück kaufen gehen, mal ein Haus suchen, mal ein Haus angucken. Dennis ist aber, sobald er irgendwo hinwechselt oder irgendwo ist, der hat ja keine Zeit, der muss ja direkt spielen. Alle 2 Tage ein Spiel, jeden Tag Training. Ja, man ist halt irgendwie auf sich alleine auch gestellt. Auch wenn Dennis wirklich also tut, was er kann und ist, aber dennoch bleibt es meistens dann an der Frau hängen, so dass man ja eben viel Stress hat. Ein weiteres Problem ist eben das viele alleine sein.
Denn Dennis hat halt sehr viele Auswärtsspiele. Manchmal hat er so, ich sag mal, 14 Tage, 15 Tage am Stück weg, manchmal 10, manchmal 7, manchmal nur 1 oder 2. Aber ich bin eigentlich in der Regel im Monat immer gute 2, bisschen mehr, manchmal mehr als 2 Wochen, manchmal ein bisschen weniger als 2 Wochen, bin ich auf jeden Fall jeden Monat alleine während der Saison, denn Dennis ist Auswärtsspielen. Bevor ich Kinder hatte, konnte ich mit ihm mitreisen, es war alles ganz easy. Als ich ein Kind hatte, konnte ich das auch noch mitmachen. Aber als das zweite Kind dann kam, das ist auch nicht mehr möglich. Dann vor allen Dingen die Kinder jedes Mal irgendwie mit denen in den Flieger und dann in Amerika, da fliegst du ja auch, also keine Ahnung, manche Flüge 6, 7 Stunden innerhalb Amerikas. Das ist einfach zu viel für ein Kind. Das machen wir halt dann wirklich nur ganz selten, wenn ich weiß, er ist manchmal an Orten, wo er dann 2, 3 Tage am Stück auch bleibt. Dann lohnt es sich und dann fliegen wir auch mit. Aber diese eben Roadtrips, wo er jeden zweiten Tag sowieso in eine andere Stadt fliegt und für die ist angenehm, die steigen in ihren Teamflieger und fliegen dann los, wann immer es denen passt. Aber da dürfen wir halt nicht mitfliegen, wir müssen halt ganz normal fliegen und dann muss man sich danach richten, wann kommt der jetzt noch im Flieger und wann nicht. Und das ist halt nochmal so eine Sache, dass ich halt sehr viel alleine bin mit den Kindern. Natürlich habe ich die Jungs da, also die natürlich mich dann in vielen Dingen unterstützen können und so, aber ich vermisse halt meinen Mann kontinuierlich und meine Kinder vermissen ihren Papa oder unsere Kinder vermissen ihren Papa. Ja, Junior ist auch jetzt in einem Alter, der versteht das alles natürlich auch und weint sehr oft und sagt, wo ist mein Papa, ich vermisse meinen Papa, ich will, dass Papa kommt und ich rede sehr viel mit ihm, versuche ihm das zu erklären und sagt dann so, noch 3 Spiele, dann ist Papa wieder zu Hause, noch 2 Spiele, dann ist Papa wieder zu Hause. Aber manchmal, also, ja, hilft dann auch kein Erklären und kein Vertrösten, dann will der Sohn halt seinen Papa haben. Ne? Das ist halt, das ist immer so, da bricht mir das Herz, wenn mein Kind halt weint und den Papa sehen will. Wir sind sehr, sehr viel am Telefonieren, am FaceTime. Da haben die Kinder hinterher, die halt so wenigstens ein bisschen sehen, aber es ist nicht dasselbe. Junior möchte mit seinem Papa Basketball spielen, Zeit verbringen, kuscheln, er möchte, dass er ihn schlafen legt, aber gut, dann, es ist wie es ist. Es ist aber trotzdem halt eben eine Seite dieses Lifestyles, ja, die ich mir anders wünschen würde, aber so ist es halt eben. Ja, dann kommen wir nochmal zu Dingen, die wir ebenfalls nicht beeinflussen können, nämlich sind das die Medien. Man muss immer ganz genau darauf achten und gucken, was man eben macht und sagt und tut. Denn die Medien, also die picken sich da raus, was sie halt eben möchten. Sie verdrehen die Tatsachen sogar auch noch super gerne und am Ende kommen irgendwelche Storys raus, die nicht mehr der Wahrheit entsprechen. Mir persönlich, also mich betrifft das ja nicht so oft. Ich habe jetzt auch schon viele Sachen über mich gelesen und gesehen, die einfach absolut nicht stimmen, aber mich juckt das jetzt nicht. Also, aber ich lese immer sehr viel auch über Dennis und so. Versuche es nicht zu tun, aber dennoch, es kommt vor, dass man dann was sieht, irgendwelche Schlagzeilen oder irgendwelche Artikel oder halt Leute kommen auf einen zu und sagen, ey, stimmt das, ich habe das und das gelesen und ich denke so, stimmt doch überhaupt gar nicht und das stört mich manchmal tatsächlich schon. Da habe ich dann so einen kleinen Beschützerinstinkt. Ich kann natürlich nichts tun, aber ich würde gerne und dann fühlt man sich immer so hilflos, weil man weiß einfach, die Leute reden einfach gewisse Dinge über Dennis, die einfach überhaupt nicht stimmen und ich weiß einfach, mein Mann ist anders, als sie manchmal darstellen und ich weiß, Situationen sind ganz oft anders, als sie dargestellt werden. Und das ist ein Aspekt, also ich glaube, von denen, die ich bisher aufgezählt habe, ist einer, der stört mich wirklich, also mit am meisten, dieses Menschen absichtlich in ein schlechtes Licht stellen wollen. Vor allen Dingen Menschen, die ich halt dann eben liebe und das tut mir dann halt eben weh. Ein weiterer Aspekt ist Rassismus. Das ist etwas, das betrifft mich jetzt persönlich mit meinem Mann, weil wir halt eben, ja, ich bin deutsch-polnisch, er ist deutsch und afrikanisch und das passt vielen Leuten nicht. Natürlich hat das jetzt nicht sehr viel mit dem NBA-Lifestyle zu tun. Dadurch, dass Dennis eben in der Position ist, wo er halt ist, ja, möchten die Leute natürlich alle reden und gerne was sagen und picken sich da irgendwas raus und dachten sich, wahrscheinlich ist ein interessantes Thema, unsere Hautfarbe zu thematisieren.
Ich bekomme unfassbar viele Nachrichten, entweder in denen ich eben beleidigt werde, weil ich weiß bin und einen der schwarzen Männer wegnehme, oder halt eben andersrum, weil ich eben weiß bin und quasi ja, es nicht wert bin, mit jemandem, der schwarz ist, zusammen zu sein. Also es ist halt so von beiden Seiten, Rassismus irgendwie von beiden Seiten. Ich weiß, die Leute sagen immer gerne, dass Weiße ja keinen Rassismus erfahren. Ist natürlich, jeder sieht das so und so. Ich werde sehr viel wegen meiner Hautfarbe beleidigt von, ja, von unterschiedlichen Menschen, also von Frauen und von Männern und ja, dass ich ja, keine Ahnung, ich habe unterschiedliche schon gelesen. Ich bin halt eben eine langweilige Weiße und die schwarzen, tollen, temperamentvollen Frauen sind ja so viel besser als ich und ich denke mir so, was hat es mit der Hautfarbe zu tun? Wir sind doch alles wundervolle Menschen, ob jetzt schwarz oder weiß oder eben halt noch eine andere Herkunft. Das ist doch eigentlich völlig egal. Ich finde es traurig, dass es heutzutage immer noch so ist, dass wir über solche Dinge einfach sprechen müssen. So, warum sieht man nicht einfach den Menschen an sich? Und ganz viele, also wir können glaube ich nie ein Foto gemeinsam posten, wo eben halt nicht darüber gesprochen wird, dass er halt eben sich eine Weiße gesucht hat statt eine Schwarze oder ich mir einen Schwarzen gesucht habe statt einen Weißen. Es passiert unter jedem Bild und dann kommen Diskussionen auf und ich versuche das ab und zu löschen, weil ich einfach mir denke, das ist einfach die falsche, also ich weiß nicht, ich finde es unfassbar traurig. Dann bekommen wir natürlich auch sehr, sehr viele Nachrichten zugeschickt. Ist natürlich nicht ungewöhnlich, dass natürlich Männer Frauen anschreiben, Frauen Männer anschreiben oder auch Frauen Frauen oder Männer Männer. Ist alles nicht ungewöhnlich, aber in dem Ausmaß, wie es halt eben uns passiert, liegt es wahrscheinlich daran, dass halt eben Dennis ist und ich halt eben seine Frau. Das finde ich ist nochmal ein sehr, sehr negativer Aspekt. Es beeinflusst unsere Ehe nicht, aber ich selber, also wenn ich das so sehe, finde ich das sehr, sehr traurig und schade, was für Werte manche Menschen einfach haben. Sie gehen quasi auf eine Internetseite, also überwiegend Instagram, und sehen dort ein verheiratetes Paar mit 2 Kindern, augenscheinlich, also glücklich. Und trotzdem denken sie sich, die Person kann ich ja mal anschreiben und mal gucken, was so geht. Also da kommt das alles vor, von ganz eindeutigen Angeboten bis hin manchmal einfach nur ein bisschen flirty Komplimente. Manchmal gibt es Handynummern. Ja, natürlich passiert es Dennis sogar noch häufiger als mir. Und da finde ich es natürlich sehr schade, dass Menschen ja eine Ehe oder eine Familie oder dass sie das Glück anderer einfach nicht respektieren. Ja, es ist wie es ist. Ist auf jeden Fall auch ein Punkt, den dieser Lifestyle so mit sich bringt. Da muss man dann stark als Familie sein und eben halt zusammenhalten und da sind halt Dinge wie Vertrauen und Treue und Ehrlichkeit und Offenheit und viel Kommunikation miteinander ist da auch halt eben sehr wichtig. Okay, das waren halt eben jetzt mal so ein paar Punkte, die ich aufgezählt habe. Das sind so die ersten, die mir auf jeden Fall einfallen, wenn es um den Lifestyle geht, die eben halt weniger angenehm sind. So. Ich glaube, was nochmal ein super gutes Thema wäre eben dann doch vielleicht mal über die Vorzüge dieses Lebens zu sprechen, denn es hat definitiv sehr viele. Da mache ich dann vielleicht mal einen Teil 2 zu diesem Video, wenn ihr da Lust drauf habt. Kommentiert vielleicht einfach mal und sagt, was ihr sehen möchtet, ob ihr vielleicht Lust hättet mal, dass ich vielleicht auch mal die Vorteile des NBA-Lifestyle mit aufzeige. Wäre vielleicht auch nochmal ein ganz, ganz schönes Video, denn ist ja natürlich nicht immer alles schlecht. Ja. Aber ansonsten würde ich mich natürlich mega freuen, wenn ihr meinen Channel abonnieren würdet, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr fleißig kommentiert, sehr gerne auch mit Vorschlägen. Ich weiß nicht, euch ist wahrscheinlich aufgefallen, dass ich versuche, so gut wie alle Kommentare zu beantworten. Ich schaffe nicht immer alles. Wenn mein Video neu rauskommt, dann versuche ich wirklich jedes Kommentar zu beantworten, dann die halt hinterher nochmal kommen. Ich versuche dran zu bleiben. Nehme mir Zeit für euch. Dementsprechend vielen, vielen Dank für die ganz vielen tollen, lieben Worte, für die vielen Likes, für die vielen Abonnenten und ja, freue mich weiterhin über jede Form von eurer Aufmerksamkeit im Sinne von liken, abonnieren, kommentieren und freue mich auf das nächste Video. Bis dahin!